Seit geraumer Zeit beende ich alle meine Vorträge zum Thema Generative AI mit der sogenannten Wonder Panic Condition. Der Begriff kommt nicht von mir, sondern von einem Kunstdoktoranden aus Großbritannien, Alan Warburton, der einen tollen Film gemacht hat, kann man sich ja mal anschauen, The Wizard of AI. Und darin beschreibt, dass man, wenn man sich mit dem Thema KI aktuell beschäftigt, man entweder völlig begeistert ist, also Wonder, oder völlig panisch und Angst hat, was denn alles möglich. Und eigentlich, so geht es mir und den meisten, wenn ich fertig bin mit meinem Vortrag, geht es eigentlich darum, dass man irgendwo dazwischen ist und das schwankt so hin und her. Und ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass wir heute mal darüber sprechen müssen, wie wir als Personen mit dem Thema KI eigentlich umgehen, wie man das in den Schulen gerade sieht, die breite Gesellschaft, aber auch so persönlich. Und da freue ich mich sehr, dass wir heute einen Experten auf dem Gebiet, aber von beiden Seiten auch, was das für den Mensch als Person bedeutet, da haben, nämlich Raman Jamal. Er ist gelernter oder studierter E-Technik-Ingenieur hier an der Uni Paderborn, hat dann 30 Jahre lang für die Firma National Instruments gearbeitet, zuletzt verantwortlich für die gesamte Technologieentwicklung, aber eben auch für das Marketing weltweit, also mit über 7000 Personen, die er verantworten durfte, und ist dann wieder ins beschauliche Paderborn gekommen, wo er letztlich auch irgendwie herkommt und irgendwie auch nicht. Das werden wir gleich sehen. Er ist mittlerweile einer der, würde ich mal sagen, Paderborner bekannten Keynote-Speaker zu dem ganzen Thema und vor allem auch einer der Personen, die man gut im Austausch haben kann, was KI für einen selber heißt und wie man damit umgeht mit dieser Wonder Panic Condition. Herzlich willkommen, Raman. Danke. Ja, schön, Raman, dass du heute die Zeit gefunden hast, dass wir uns einmal so austauschen über das Thema KI, was uns ja irgendwie schon sehr lange immer begleitet hat. Wir sind vom Haus aus, ich habe es dich auch kurz vorgestellt, eigentlich technikbegeisterte Menschen, aber wie bist du zu dem Thema KI eigentlich als Person gekommen? Also es gibt immer den Punkt, da sagt man, okay, Regelungstechnik cool, Informatik, Programmierung cool, aber KI ist irgendwie auch schon ganz cool. Na, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Es geht also sehr, sehr weit zurück bei mir. Und zwar, ich bin ja in 3 Entwicklungsländern aufgewachsen und kam mit 10 Jahren nach Paderborn und musste meine 4. Sprache, Deutsch lernen, Englisch noch dazu. Und in meiner Kindheit hat mich das Phänomen, wie erleben wir Dinge, also dieses inneres Erleben, immer interessiert. Natürlich kann ich heute viel besser drüber sprechen. Und ich bin auch als Kind mit Meditation so ein bisschen in Berührung gekommen. Und ich weiß, wenn ich Meditation sage, Ingenieure, die gucken mich so etwas komisch an. Um es einfach zu sagen, also wenn wir versuchen, uns auszuruhen, dann gibt es in unserem Gehirn, das ist neurophysiologisch nachgewiesen, so eine Art Default Mode Network. Und der fängt an zu plappern. Ja, und wir kommen nie zur Ruhe. Und Meditation, jetzt etwas ingenieurmäßig ausgesprochen, ist das Beobachten dieses Default-Netzwerkes, ohne zu bewerten. Ein anderes Thema, aber das mal greifbar zu machen. Ja? Und mich hat einfach interessiert, was ist das, was beobachtet? Das bewusste Beobachten. Das war das eine. Und dann die vielen Sprachen, die ich lernen musste, 4, 5 Sprachen. Und jedes Mal, wenn ich eine Sprache dann eingesetzt habe, wusste ich auch wieder als Ingenieur in Ingenieursprache, ich habe die Welt dann kodiert in einer Sprache. Also Target Platform, Code runtergeladen. Aber es war immer ein Abstand zwischen meinem bewusstes Erleben, Denken und dann Codieren. Und dieses bewusste Erleben hat mich immer interessiert. Und bis ich eines Tages während meiner Abiturzeit ein Buch gelesen habe von einem Informatiker, der hieß Douglas Hofstadter. Das Buch hieß Gödel, Escher, Bach. Gödel, der Mathematiker, Kurt Gödel, Unvollständigkeitstheorie. Der Künstler Escher, der Endlosschleifen lithografiert hat, und der Komponist Bach, der auch Fugen. Und der hat versucht zu ergründen, was ist denn da drunter? Gibt es Muster, kann man das maschinell implementieren? Und er ist also voll auf die Maschinensprache losgegangen. Er hat spekuliert über Bewusstsein, über das Ziel, den Sinn des Lebens und so weiter. Viele Dinge sind richtig, viele sind spekulativ, aber das hat mich einfach nie losgelassen. Das war schon in der Abiturzeit, und deswegen geht also das Innenschau, die Welt zu betrachten ohne Sprache, und dann die Welt, die in 10.000 Dingen zerfällt, wenn ich das kodiere. In
Rahman, Roman, ja, der Tisch dazwischen. Tisch oder Table. Table, genau, Table. Oder, und dieser Widerspruch hat mich interessiert. Und dann war immer eine Konstante dahinter, das Bewusstsein, was das Ganze zum Erleben brachte, ne? Also ermöglichte. Und das war meine erste Berührung mit Bewusstsein. Und dann kam natürlich das Buch und man versucht das irgendwie maschinell zu implementieren, Intelligenz und so weiter. Und ab da hat das Thema mich nie losgelassen. Ja, das war damals, ich bin ja etwas später mit dem Thema KI in Berührung gekommen. Bei mir war es ja erst im Laufe meines Studiums, zufälligerweise habe ich ein Buch von Ray Kurzweil in die Hände bekommen. Der finde ich sehr schön, auch populärwissenschaftlich, aber eigentlich sehr schön anschaulich. Das Thema mal, das Buch hieß Zeitalter der künstlichen Intelligenz, also wie so einen Überblick gegeben hat, also auch gut recherchiert mit vielen Beispielen. Und ich glaube, in der damaligen Zeit hatten wir sowohl bei dir als auch bei mir und bis vor kurzem würde ich auch sagen, grundsätzlich bei dem Thema KI das Problem, die technische Umsetzung, die hinkte ja immer noch ein bisschen hinterher. Wir mussten Dinge vordenken und das Interesse zu verstehen, wie Bewusstsein, Denken, Logik eigentlich wirklich funktioniert, war tatsächlich auf der theoretischen Ebene etwas, was man durchdenkt. Und dann war man sehr oft in dieser negativ-philosophischen Ebene abgestempelt. Wenn es um die Umsetzung ging, kenne ich aus meinem Studium, waren es ja sehr einfache KI-technische Lösungen, die man wirklich kodieren konnte. Das hat sich jetzt offensichtlich gewandelt. Absolut. Und das war alles regelbasiert. Ja. Das ist jetzt nicht mehr regelbasiert, sondern das System lernt. Ne? Und das ist ein anderer Ansatz und das ist das Spannende dran. Ne? Ja. Absolut. Ja, wir hatten neulich Eike Höhlermeier hier. Das würde ich schon sagen, einer der führenden KI-Experten Deutschlands, der gesagt hat, wir haben zum ersten Mal ist die Technologieentwicklung so schnell, dass wir danach erstmal uns Gedankenmodelle machen müssen, was passiert da eigentlich. Ja. Und normalerweise macht man Gedankenexperimente zum Thema KI und wie können es ausschauen. Viele, die auch dann jahrelang, auch zu meiner Zeit, als ich mich mit dem KI beschäftigt, gesagt haben, das technische System wird ja niemals intelligent sein können. Und mittlerweile ist ja ein Großteil der Experten schon der Meinung, es ist nur eine Frage von wenigen Jahren, nicht mehr von Jahrzehnten, wann diese Systeme so eine Art allgemeine Intelligenz erreichen können. Ja, und das Interessante, was du Kurzweil erwähnt hast, ne, der hat ja von der Singularität gesprochen, also dieses Threshold. Ja. Wann ist das dann soweit? Und der korrigiert dauernd seine Jahreszahl. Ne? Und das ist auch spannend. Dass er es noch erleben kann. Ne? Ja. Ich bin der Meinung, dass immer korrigiert wird, noch bevor man so alt wird, das vielleicht nicht mehr erlebt. Aber es ist tatsächlich so, dass eine gewisse Dynamik, deswegen auch diese Wonder Panic Condition, also zum ersten Mal erreicht KI ja die Gesellschaft. Und du bist ja selber auch viel in Schulen unterwegs mittlerweile. Also es gehst ja viel zu Schulen, weil tatsächlich auch die Schülerinnen und Schüler, wir haben ja eine Situation in einem Gebiet, in einem Hochtechnologiegebiet wie KI, wo ich das Gefühl habe, die Schülerinnen und Schüler haben alle schon was ausprobiert, im Gegensatz vielleicht zu den Lehrerinnen und Lehrern, was in der Vergangenheit nicht so war bei vielen Themen. Wie ist so dein Feedback und auch dein Gefühl und wie ordnest du es auch ein, wie das Thema KI auf Schulen und vielleicht auch auf die Schülerinnen, was das für eine Auswirkung hat? Ja, das ist sehr interessant. Schule, also ich werde ja eingeladen über Migrationshintergrund und so weiter, aber sehr schnell kommen wir auf das Thema KI. Ja, da sind die Schüler und das ist die Preisfrage, dürfen wir ChatGPT einsetzen? Also für die ist ChatGPT Synonym für KI, was ja eigentlich nicht so richtig ist. Ne? Ja. So, und dann gehe ich meistens, bevor ich auf die Frage eingehe, ich gehe einen Schritt zurück und frage die nach den sozialen Medien. Wie viele davon aktiv sind, wie viele posten jeden Tag und versuche den zu sensibilisieren, dass da KI schon längst in der Tasche. Ja, oder man schneidet immer das nächste Video. Genau. Und dann stelle ich so Fragen wie, ja, und wenn ihr bei Posts heute 10 Likes bekommen habt und morgen nur 3, wie geht's euch denn damit? Ja, geht's uns nicht gut und so, ne? Sag ich. Und ihr lässt euch von einer Maschine, die euer Verhalten analysiert, so beeinflussen, dann kommen sie erstmal ins Grübeln, ja, was meint der denn damit? Ja. Und dann versuche ich KI dort zu erklären, ja. Also der Vorteil, dass man auf die Dinge zugreifen kann, der Nachteil, beziehungsweise die Einengung, sobald ich mich verraten habe, ich interessiere mich jetzt für Bewusstsein, dann liefert er mir Bewusstseinsvideos. Ja. Da kann ich mich dran freuen, aber das ist auch gleichzeitig eine Einengung. Ja, und dann mache ich die mal, dann sind die richtig überrascht. Ja, das Ding ist ja so intelligent, gib mir, also ja, aber ihr habt euch erstmal verraten und dann fängt das Ding so ein bisschen vorausschauend und das ist gleichzeitig eine Zugabe, aber auch eine Einengung. Ja. Und das kann auch sehr manipulativ sein, vor allem wenn man jetzt politisch über die aktuelle Wahlsituation überlegt, dann kriegt ihr Dinge zu sehen,
nur weil ihr euch für ein Stichwort interessiert habt und auf einmal denkt ihr, jetzt bekommt ihr Information und keiner dieser Informationen ist neutral. Ja? Und so komme ich auf das Thema und dann gehen wir auf ChatGPT, weil die Lehrer, die interessieren sich natürlich dafür, dürfen wir das jetzt einsetzen oder nicht, sollen wir das oder nicht? Natürlich. Ja, es ist so wie damals die Taschenrechner rauskamen. Wenn wir Klausuren geschrieben haben in der Uni, konnten wir alle Hilfsmittel mitbringen. Wir hatten Taschen voller Bücher, aber das hat uns nicht immer geholfen, aber wir hatten es dabei und warum nicht? Aber, und das ist halt das Wichtigste, wenn die sowas eingesetzt haben, dann ist das deren Verantwortung, den Inhalt auch zu überprüfen, weil KI kann auch sehr viel Lügen generieren. Ja, absolut. Ne? Also KI ersetzt nicht kritisches Denken. Genau. Ich glaube, das ist, ganz wichtig. Dann kann man gar nicht früh genug anfangen, die Leute auch Schülerinnen und Schüler dafür zu sensibilisieren natürlich, dass man nicht sagen kann, wir sperren das weg und wenn ihr dann studiert, dann kriegt ihr es und wenn ihr, vielleicht bei dem einen Professor auch nicht und dann vielleicht in der Berufswelt, das funktioniert das nicht. Das ist da und wir haben es im allgemeinen Leben ja eigentlich schon solche Lösungen wie ChatGPT oder andere KI-Lösungen ja schon ständig. Trotzdem ist es wichtig, ich glaube gerade bei dem Thema mit den Videos finde ich das sehr spannend, dass viele gar nicht denen bewusst sind oder erstmal wirkt das ja sehr intelligent zu sagen, das nächste Video, das ist ja auch in meinem Interessensbereich, aber es geht ja eigentlich, hat der Algorithmus ja nur ein einziges Ziel, dass du möglichst lange dran bleibst und möglichst viel Videozeit verbringst, was ja wiederum einfach kritisch hinterfragt werden muss, wie sinnvoll das ist und ob das der Sinn und Zweck dieser Lösungen ist, die Leute zu binden oder gar in die Abhängigkeit zu bringen. Und bei der Posterei ist eine Sache noch ganz wichtig. Also wenn die nicht genug Likes bekommen haben, dann sind die ja geknickt und dann gehen die ja so ein bisschen durch den Tag und dann haben wir gesagt, was macht der denn? Ja, wir versuchen das so, dass ich mehr Likes bekomme. Das, okay, und was macht er dann? Ja, wir machen es so ein bisschen reißerisch. Ne? Dann haben wir gesagt, und dann versucht so zu denken, wie das Algorithmus dahinter denkt. Ist das nicht armselig, ja, dass ihr eigentlich eure Menschlichkeit verlässt und versucht, wie eine Maschine zu denken? Ist das, dann werden sie erstmal wieder nachdenklich. Ja, und ich glaube, diese Sensibilisierung ist ganz wichtig, damit sie einfach mit dieser Information oder Verhalten einfach bewusster umgehen. Ne? Aber wenn wir natürlich in den professionellen Bereich reingehen, jede Marketingabteilung hat sich die letzten Jahre nur damit beschäftigt, welcher Algorithmus funktioniert, um da möglichst viele Posts und Impressions zu bekommen, sei es bei LinkedIn, YouTube. Also die Macht des Algorithmus ist schon längst da, auch im professionellen Bereich. Ne? Das ist definitiv so und bisher beugen wir uns dem ja an vielen Stellen, weil es natürlich diese Plattform- und Netzwerkeffekte, die entstehen, wenn man dann nicht mehr dabei ist, ist man auch einfach nicht mehr dabei. Wobei die Gefahr ist, dass wir anfangen so zu denken wie die Maschinen. Ja. Und die Maschinen so denken wie wir. Genau. Und das ist halt, also LinkedIn ist voll davon. Ne? Jeder zweite Post, wie kann ich also den Algorithmus überlisten und wie kriege ich meine Sichtbarkeit und so weiter. Ja, Leute, schreibt einfach gute Dinge und das passiert schon. Ja, es schielt nicht immer auf Algorithmus. Ne? Ja, ich bin ja persönlich der Meinung, dass dieses ganze, gerade in sozialen Medien dergleichen, dass man zukünftig, wenn man kritischer damit umgeht, tatsächlich nur vertrauenswürdige, sei es Poster oder wem auch immer, dann vertrauen darf. Ne? Weil mal so ein Foto, das ist super schnell, Texte super schnell generiert, irgendwie von wem auch immer, vielleicht auch bewusst falsch generiert. Das ist ja natürlich etwas, wo man mit der Zeit schon lernen muss, dass das wenig geht und die Meinungsbildung für die nächste Wahl kann man wahrscheinlich nicht so einfach neutral dort bedienen, es sei denn, man hat wirklich einen Kanal, den man weiß, okay, da habe ich eine gewisse Bindung mit aufgebaut, was man ja auch versucht, was ja auch ein Volks. Und auch die Person ist authentisch, ne? Das kann man ja fühlen. Das haben wir ja noch. Ne? Ja, das ist ja auch, glaube ich, das, was die Leute suchen. Die Leute suchen ja, also ich kriege mittlerweile, wenn ich so einen LinkedIn-Post durchgucke und da kommt so ein von ChatGPT DALL-E generiertes KI-Bild, da gehe ich direkt weiter, weil man sieht das auf den ersten Blick, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzt und sagt, gut, das hat 2 Sekunden gedauert, so viel Mühe, dann brauche ich auch den Text auch nicht lesen dazu. Ne? Der wird nicht besser sein, vermutlich ist jetzt aber auch jetzt einfach mal so ein Bias, den ich da habe. Habe ich auch. Den hat man dann irgendwann. Also ich glaube, es ist, umso wichtiger, umso persönlicher und ja auch nahbarer das Ganze auch wird. Und dafür sind die sozialen Medien ja ursprünglich auch mal gedacht worden. Ja, sozial. So ist es, ne? Also ganz, ganz wichtig. Was heißt das für die Unternehmen? Also wir haben jetzt das ganze Thema KI. Wir merken, okay, wir fangen bei den Schülerinnen und Schülern an. Die beschäftigen sich damit, die fragen sich, wie sie die nächste Prüfung damit vielleicht besser bestehen können, die Hausaufgaben. Und die Unternehmen fragen sich, wie sie erfolgreich sein können damit oder werden sie ohne nicht mehr erfolgreich sein. Das sind ja auch zum Teil Ängste, die da mitspielen.
Wie weit oder wie siehst du momentan die Situation als langjähriger Industrievertreter, der mitten im Thema ist? Das ist ein Fass ohne Boden. Also es gibt zwei Seiten. Es gibt die Komponentenhersteller, die Produkte auf den Markt bringen, und dann gibt es die Anwender, ne, die Systemlösungen, Prüfstände und so weiter bauen. Gucken wir mal die Komponentenhersteller. Also ich glaube, unabhängig davon, dass wir vieles verschlafen haben im Bereich Software, ja, also die Search Engines kommen nicht von uns, die Smartphone-Software kommt nicht von uns, die Betriebssysteme kommen nicht von uns. Glaube ich, was wir in dem Automatisierungsumfeld geschafft haben, also die Automatisierer, Komponentenhersteller, dass sie die kommerziellen Technologie trotzdem brauchbar genutzt haben, ja, also für uns anwendbar. Im industriellen Umfeld dann. Ne? Genau, ganz kurzes Stichwort. Die Evolution von den proprietären Feldbussen zu Ethernet-basierten, also kommerzielle Technologie, der Einsatz von Betriebssystemen, die immer mehr in IOs implementiert werden, oder der ganze App-Gedanke, ja, dass man also die Funktionalität der Hardware über eine App sozusagen verändern kann, und Ökosysteme. Ja, also nicht nur eigene, sondern die Kooperation der Ökosysteme, andere Ökosysteme, die vielleicht auch im Wettbewerb stehen. Ich glaube, das haben die Hersteller gut gemacht. Was noch der nächste Schritt sein kann, wir haben ein sehr tiefes Know-how hier auch in OWL, im Bereich der Maschinenbau, Anlagenbau. Und wenn es uns gelingen würde, dieses Know-how mit KI, mit der industriellen KI so zusammenzubringen, dann könnten wir auch die Nase weiterhin vorne haben. Allerdings ist die Realität eine andere. Also wenn ich jetzt etwas schwarz-weiß die Mittelständler, also die Anwender angucke, dann ist das Denken immer noch sehr hardwarezentrisch. Ja, das heißt Hardware first. Ja. Es wird gebaut, overengineert, und dann irgendwann kommt die Software drauf. Ne? Also immer noch diese alte Idee, Drucker, Treiber, ne, als kommt ein Stückchen Software da rein und dann kann ich die Hardware benutzen. Ist schade, weil die Komponentenhersteller sind schon weiter, aber die Anwender sind noch nicht. Da ist sehr viel Misstrauen, da ist Unsicherheit, und erst recht jetzt mit der Welle von ChatGPT wissen die meisten nicht, was zu tun ist, obwohl die digitale Transformation in unserer Region gut stattgefunden hat. Ne? Die Daten sind da. Also ich muss jetzt auf die Daten losgehen. Und eigentlich der einfachste Ansatz aus meiner Sicht wäre, jeder Ingenieur, der jetzt in dem Umfeld aktiv ist, der guckt sich in seinem Bereich links und rechts mal an, was kann ich denn automatisieren über KI? Ja? Also man muss jetzt gar nicht auf Rahmenbedingungen warten und so weiter, sondern wie kann ich mein Leben einfacher machen? Ich nehme generative AI und gucke mal, was kann ich automatisieren? Dinge, die ich eigentlich nie gerne gemacht habe. Ja. Spezifikation einfach mal durchzuscannen, ja, oder wenn ich an das V-Modell denke, von der Idee, Design, Prototyping und Deployment, da gibt es so viele Schritte, die automatisiert werden kann, und da kann ich doch erstmal loslegen. Ein Verständnis für solche Tools entwickeln und zu gucken, was kann ich als Jumpstart, also wirklich Jumpstart einsetzen, und dann aber auch zu überprüfen, was das Ding ausgespuckt hat, sozusagen. Ich glaube, da ist noch viel zu holen, und wir müssen uns gegenseitig motivieren und sensibilisieren und nicht zu sehr auf Daten und diese ganz großen philosophischen Fragen. Die sind absolut berechtigt, gar keine Frage. Aber ich glaube, jeder Ingenieur versteht so viel von seinem Umfeld, dass er erstmal loslegen kann. Es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Rapid Prototyping, also jeder kann Rapid Prototyping in seinem Bereich machen, und da ist viel zu holen. Und ich glaube, das sollten wir nicht verschlafen. Würdest du dem zustimmen? Weil dadurch entsteht ja auch eine neue mögliche Leistung, gerade für deutsche Unternehmen, die ja sehr viel Know-how haben in dem, was sie tun und wie sie es tun. Man kauft ja nicht umsonst und sagt Made in Germany. Dazu ist ja nicht nur die Produktion Made in Germany gemeint, sondern auch, dass das hier geingeniert wurde und die Qualität und die funktionalen Merkmale eines Produktes. Und jetzt können wir, oft wird diskutiert, wir machen dann mit KI die Produkte besser. Jetzt diskutieren wir werden schneller, effizienter bei dem Entwickeln, das was du geschildert hast. Aber müssten wir nicht auch mal perspektivisch uns überlegen, dass wir Dritten, ich will nicht sagen lizenzieren, aber wie man eigentlich schneller, besser mit deutschen Qualitätsmerkmalen, aber eben auch mit KI und neuesten Technologien entwickelt, weil
das ist ja, der Bedarf ist ja unendlich groß. Ne? Das ist ja ein ganz Riesenthema. Die Herausforderungen, die technischen Systeme sind so komplex, nicht nur in Deutschland, überall auf der ganzen Welt. Genau, da bin ich voll bei dir. Und zwar, wir haben ja sehr viel Know-how im Automatisierungsumfeld. Das wird keiner bestreiten, weltweit. So. Und hier kann ich also mein Know-how mit KI so verheiraten, dass ich wieder vorne dran bin. Ja. Ne? Das haben die Chinesen nicht, das haben die Amerikaner nicht. Die haben kommerzielle KI-Werkzeuge. Wir haben den Trend verschlafen. Den haben wir nicht. Das ist okay. Aber wir haben die Daten, also das ist empirisches Wissen. Und wenn ich das zusammenbringe, geschickt, dann könnten wir wieder vorne dran sein. Ne? Und ich glaube, das sollte ein Ansporn sein, gar keine Frage. Ne? Vielleicht zum Abschluss. Ich hatte eingeleitet, Wonder Panic Condition, Resilienz bei dem ganzen Thema KI, damit umgehen. Ne? Ich beruhige immer die Leute, wenn ich hoffe, dass ich sie beruhige, manche beunruhige ich wahrscheinlich, wenn ich sage, mir geht es auch nicht anders. Ne? Also alle Expertinnen und Experten sind ja zwischen diesem Punkt, wir wissen auch nicht, was der nächste Schritt ist und keiner ist ja noch geneigt, irgendeine Prognose abzugeben, wohin sich das entwickelt. Aber wie gehst du persönlich und welchen Tipp hast du vielleicht auch, hilft Meditieren bei dem Umgang mit KI zum Beispiel? Also zu sagen, okay, ich habe ein Gefühl damit, ich fühle mich sicher mit dem, was passiert, weil ich kann dem folgen und ich muss dem auch folgen. Und ich verschließe auch nicht die Augen und ignoriere es, was ja auch eine Strategie ist von einigen, die ich mitbekomme. Also dein Wonder Panic mein Ausdruck ist, ich bin der größte Optimist und Pessimist gleichzeitig. Ja. Also ich gehe auf so einen Tightrope und versuche dann mich zu balancieren. Ich glaube, es ist die innere Haltung. Ja, also meine Haltung, weil ich aus Entwicklungsländern komme und warum ich Ingenieur geworden bin, um die Welt Dinge zu geben, was Sinn machen. Wenn ich mit dieser Haltung an KI rangehe, ja von vornherein, in meinem kleinen Umfeld, ich möchte nicht die Probleme der Welt lösen, kann ich nicht, und warten, bis AI Act und so weiter rauskommen, nein. Und wenn ich mit dieser Haltung da kann ich mich in Balance halten, weil ich habe einen North Star sozusagen und das zielt die Menschheit einfach, diesen Ort in einem besseren Zustand zu hinterlassen und das hält mich eigentlich geerdet. Und ja, dieses Innehalten, das Bewusstsein, das ist ein anderes Thema, ja, bewusste KI irgendwann, auch das hält mich, weil ich habe ja das Bewusstsein und kann ja die freie Entscheidung treffen, die Dinge wie bei einem Brotmesser zum Butterstreichen oder jemanden umbringen, einsetzen. Ich kann doch dieses Werkzeug so einsetzen, dass es was nutzt. Und das motiviert mich. Das heißt, ich sehe die Schattenseite, gar keine Frage, die müssen wir sehen. Ja, es kann außer Kontrolle geraten, es gibt genug Warnungen, aber als einzelner Ingenieur kann ich doch dagegen steuern, mit einer Haltung als Humanist. Ja. Und das würde ich mir wünschen von allen Ingenieuren, dass wir eine humanistische Einstellung haben und nicht einfach Dinge entwickeln, nur weil sie cool sind, sondern der Mensch hat auch was Neues. Aber wir es können, das ist ja auch oft so. Wir tun es, aber wir es können. Vielen Dank, Raman. Also ich glaube, gerade der letzte Punkt hier nochmal, das Thema Einstellung zum Thema KI und diese gestalterische Rolle auch wahrzunehmen, im Positiven und sie nicht zu beklagen. Es geht nicht, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und auch das Plädoyer, wir brauchen doch offensichtlich mehr Ingenieurinnen und Ingenieure, um dieses Thema tatsächlich auch zu gestalten. Das ist ja auch ein Thema, was wir momentan immer wieder sehen. Und ganz, ganz wichtig. Also ich würde viel gerne lieber im Fernsehen nicht nur Anwälte als Helden, als Forensiker, sondern ich würde gerne Ingenieure als Helden. Und Ingenieurinnen. Die blauen Kittel und die Ingenieurinnen. Ja, dass die Helden sind. Und nicht, dass sie in ihrem Kämmerlein Dinge entwickeln, sondern sie vorne dran sind, auf Augenhöhe mit anderen Disziplinen unterhalten, auch mit den Ethikern und Verantwortung übernehmen. Das würde ich mir wünschen. Super Schlusssatz. Ja, vielen Dank für diese Folge, auch an Raman und ans Schauen. Persönliche Haltung zum Thema KI, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, wir können eine Menge gestalten und deswegen werden wir es auch noch weiter beleuchten, was alles dazu gehört. Dankeschön.